Hey Leute, heute zeige ich euch zwei Möglichkeiten, wie ihr aus einem Video den Text transkribieren könnt, um dann zum Beispiel Untertitel für YouTube daraus zu machen. Wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Für dieses Tutorial werde ich Whisper verwenden und dafür benötigt ihr eine CUDA-fähige Grafikkarte, zum Beispiel die 1080 Ti oder neuer. Die 1080 oder älter, da gibt es meines Wissens nach keine, also keine Grafikkarte, die CUDA gerne besitzt. Des Weiteren benötigt ihr Python 3.9 und PyTorch. Wie das installiert wird, darauf gehen wir dann gleich noch ein. Wichtig ist noch ein weiterer Punkt, und zwar abhängig vom VRAM eurer Grafikkarte, die ihr verwenden könnt ihr nur eine bestimmte Art von Language Model verwenden, weil einfach dann der VRAM nicht ausreicht. Schauen wir uns auch alles an. Und jetzt switchen wir erstmal zur Installation. Bevor ihr mit dem Setup loslegen könnt, benötigt ihr Python und pip. Python könnt ihr ganz normal von deren Homepage runterladen und installieren. Ich selbst benutze die Version 3.10. Für pip gibt es ebenfalls eine Installationsseite, und zwar müsst ihr hier einfach nur die get-pip.py-Datei runterladen und entsprechend das Terminal öffnen, in das Verzeichnis hineinwechseln und mit dem vorher installierten Python diese Datei ausführen. So, kommen wir nun zur eigentlichen Installation. Und zwar, ihr braucht hier nur auf diesen Button klicken, geht dann hier in eure CMD. Los geht's. Das sieht jetzt bei mir ein bisschen anders aus, weil ich habe das jetzt schon entsprechend installiert. Und ansonsten braucht ihr noch ffmpeg. Ich habe das hier mit diesem Befehl entsprechend installiert. Dafür braucht ihr aber wiederum Scoop. Für Scoop gibt es auch ebenfalls diese Seite. Und zwar, das ist eigentlich ganz simpel. Ihr öffnet PowerShell, tragt diesen Part ein, drückt Enter, tragt dann den Part ein, drückt ebenfalls Enter und das war's. Das sieht dann entsprechend so aus. Jetzt ist das natürlich etwas zu groß. Wie hätte es auch anders sein können? Ja, braucht aber was auswählen, eingeben. Es ist im Endeffekt wie eine Art, wie pip, sowas in der Art. So. Ihr seht es hier schon, ist schon entsprechend installiert. Danach braucht ihr bloß noch Scoop und dann install ffmpeg. Dann rattert das entsprechend durch. Wurde erfolgreich geupdatet, ist schon alles installiert. Das war der Part. Und zum Abschluss kann es sein, ihr benötigt hier noch Rust. Das einfach ebenfalls kopieren, in die CMD einfügen. Los geht's. Seht ihr auch schon alles entsprechend installiert. Es kann sein, ihr braucht als Abhängigkeit, was eventuell nicht ganz installiert wird, PyTorch. Dafür packe ich euch auch diese Seite rein von denen. Und zwar wählt ihr hier entsprechend aus, was ihr hier habt. Ich empfehle Stable, wenn ihr Windows habt, halt Windows. Pip haben wir ja gerade installiert, Python und eine entsprechende CUDA-Version. Welche müsst ihr ausprobieren? Ich habe hier die 11.8. Dann bekommt ihr hier im unteren Teil die entsprechenden Commands, die ihr einfach nur ausführen müsst, und das war's. Das war soweit eigentlich schon die Installation. Und jetzt müssen wir noch kurz eine Videodatei entsprechend vorbereiten, denn wir brauchen ja nicht das Bild, wir brauchen nur den Ton. Und das machen wir jetzt. In diesem Beispiel nehme ich einfach die News Nummer 24. Das habe ich jetzt erstmal soweit alles vorbereitet. In dem Fall brauchen wir bloß noch den Videopart auswählen. Die Software ist übrigens DaVinci Resolve Studio. Funktioniert auch mit der kostenlosen Variante ganz normal. Wie gesagt, ihr wählt den Videopart aus, Rechtsklick, dann habt ihr hier die Möglichkeit Delete Selected. Das wählt ihr aus und zack, habt ihr erstmal kein Video mehr. Dann geht ihr auf Deliver, wählt hier Audio Only aus, gebt euch hier den entsprechenden Pfad, wo es hinkopiert werden soll. Und ganz wichtig, bei Format steht standardmäßig Wave, hier bitte MP3 auswählen. Dann klickt ihr hier auf Render, Add to Render Queue. Zack, dann wird das noch gerendert. Das dauert jetzt einen Moment, das schneide ich jetzt hier raus und dann haben wir aber schon unsere Audio-File.
Beim Rendern solltet ihr außerdem beachten, dass der Punkt Render One Track per Channel nicht aktiv ist, da er sonst für Audio rechts und für Audio links jeweils eine Audiodatei erzeugt. Ansonsten geht ihr in den Ordner, wo jetzt diese Datei sich befindet. Das ist hier die test.mp3. Rechtsklick, Open in Terminal. Alternativ, wenn ihr diese Funktion nicht habt, dann PowerShell öffnen und in das Verzeichnis navigieren. Dann ist das quasi eine Möglichkeit, wie der Befehl aussehen kann. Hier wird Whisper ausgeführt. In dem Verzeichnis, wo wir uns jetzt befinden, gibt es diese test.mp3. Haben wir ja gerade gesehen, das passt. Hier definieren wir die Sprache, die diese Audiodatei enthält. In meinem Fall ist das Deutsch. Dann wird hier das Language Model ausgewählt. Ich kann hier Large verwenden. Verwendet auch bitte unbedingt immer die größtmögliche Größe, damit das Ergebnis auch am besten wird. Dann, was soll genau gemacht werden? Und zwar in meinem Fall will ich ja, dass die Sprache in dieser Datei aufgeschrieben wird. Und für YouTube brauchen wir natürlich noch die Zeitstempel, wann immer etwas gesagt wird, damit das dann entsprechend auch synchron im Video als Untertitel funktioniert und nicht, dass der Untertitel dann 10 Sekunden später kommt, nachdem das gesagt wurde. Dafür verwendet man üblicherweise SRT als Format. Dann das Output Directory sollte auch klar sein. Dann einfach Enter drücken, los geht's. Das dauert jetzt auch entsprechend eine ganze Weile. 1 Minute kann das durchaus dauern, bis das überhaupt losgeht. Und vor allem, wenn ihr das Modell zum ersten Mal verwendet, dann lädt es auch erstmal runter. Das heißt, ihr müsst ja noch mit 2-3 GB Festplattenspeicher rechnen. Ihr seht später in dem Performance-Monitor, dass die Auslastung auch entsprechend durch die Decke geht und im Fenster seht ihr dann auch schon Teil des Ergebnisses. Damit wir hier nicht lange warten müssen, springen wir hier schon zu dem Punkt, wenn es abgeschlossen ist. So, da sind wir auch entsprechend fertig. Das Ganze hat jetzt ca. 40 Minuten gedauert bei einem 12-Minuten-Video. Nur damit ihr so eine circa Einordnung habt. Aber ich habe auch noch eine etwas ältere Grafikkarte. Und ansonsten, ihr seht hier den entsprechenden Zeitstempel und das, was auch in dem Video da gesagt wird. Jetzt kommt noch einer der wichtigen Punkte, und zwar diese SRT-Datei, die kann man mit dem Texteditor öffnen. Ich nehme hier Notepad++. Und so sieht es entsprechend auch aus und so muss es auch aussehen, sage ich jetzt mal. Hier gilt es quasi nur noch einmal drüber zu lesen. Passt alles, gibt es gerade bei Spezialwörtern oder bestimmten Namen. Ja, ich sag mal, da kann es halt passieren, dass da irgendein Unsinn drin steht. Ja, ausgerechnet Bild.de hat es ja richtig übernommen. Naja. Und ja, jetzt müssen wir die Datei eigentlich nur noch hochladen, wenn wir eine, ich sage jetzt mal, automatische Übersetzung haben wollen. Ansonsten kann man das natürlich jetzt auch gern händisch übersetzen. Wichtig, der Google-Übersetzer kann keine SRT-Dateien lesen. So, ich musste hier kurz das cutten, damit ihr nicht hier die ganzen Ordner von mir seht. Die Links kriegt ihr alle in der Videobeschreibung. Ihr wählt jetzt die SRT-Datei aus, klickt dann hier auf Open, damit es entsprechend geuploadet wird. Next. Alternativ hätte man auch noch weitere hinzufügen können. Hier wähle ich die entsprechende Sprache aus, die es dann sein soll. Und weiter geht's. Accept. Jetzt wählen wir die Datei aus, die wir haben wollen, nämlich die Testdatei. Hier seht ihr auch schon eine kleine Vorschau, wie das dann aussieht. Gucken wir uns nicht an. Weiter und Download. Die Seite ist grundsätzlich kostenlos. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie unterstützen. Das ist jetzt keine Werbung oder ähnlichem. Ich habe sie letztens im Internet gefunden und sie macht das, was sie soll. Und deswegen stelle ich sie euch hier vor. So, jetzt gibt es den Download als entsprechende Datei. Den packe ich jetzt noch schnell und dann schauen wir uns hier gleich an. So, die Datei ist entpackt. Habe sie auch gleich umbenannt in die englische Variante. Ihr seht es hier nochmal. Aber die gehen wir jetzt nicht durch. Und zwar wollen wir die Untertitel ja diesem Video hinzufügen. Das macht ihr hier nicht unbedingt rechts an der Seite, sondern hier links in YouTube Studio. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Und zwar, wenn wir jetzt eine neue Sprache hinzufügen, wir wollen jetzt zum Beispiel Englisch, dass das entsprechend automatisch hinzugefügt wird, damit wir dann eigentlich die Datei uns sparen können, diese englische SRT. Dann klicken wir hier auf Hinzufügen. Dann stellen wir fest, okay, wir können ja nur eine Datei hochladen, aber automatisch übersetzen funktioniert ja gar nicht. Klicken wir dann hier drauf,
dann stellt man fest, dass man ein Transkript der Originalsprache benötigt. Die ist in dem Fall Deutsch. Und schauen wir hier nochmal nach. Da gibt es zwar diese automatischen Untertitel, das ist aber kein Transkript. Das heißt, wir müssen hier erst bei Deutsch die Datei hochladen, die wir gerade eben mit Whisper erstellt haben, mit Zeitangabe, ganz wichtig. Wählen diese entsprechend hier aus. Okay. Jetzt könnte man sie hier nochmal anpassen. Jetzt könnte man noch Sachen hinzufügen oder löschen oder ändern. Klickt dann auf Veröffentlichen. Und dann sind die Untertitel auch schon live im... Muss rum. Müssen wir wohl mal neu laden. Ja. Jetzt sind sie entsprechend auch live. Manchmal steht es direkt da. Jetzt müssen wir leider nochmal Englisch auswählen. Jetzt ist das irgendwie weg. Auf Hinzufügen. Und jetzt können wir sagen, automatisch übersetzen. Auch bei automatisch. Und jetzt kommt so ein bisschen, wie man das am besten hätte. Will man das vorher bearbeiten oder will man das hier in dem Studio bearbeiten? Ich finde, vorher ist es ein bisschen schöner. Man kann pausieren, man kann später dran weiterarbeiten. Klar, kann man hier auch als Entwurf speichern. Wenn man das aber für Dritte machen muss und jetzt keinen Zugriff auf das Studio hat, ist das eine schöne Alternative. Auf jeden Fall wollen wir jetzt unsere Datei verwenden. Da löschen wir die Untertitel und fügen die englische Datei jetzt hinzu. Es ist alles entsprechend vorbereitet. Man klickt jetzt nur noch auf Veröffentlichen und das war's. Jetzt hat man für beide Sprachen die Untertitel entsprechend generiert, beziehungsweise hinzugefügt. Generiert haben wir sie schon vorher. Und jetzt nehmen wir noch, ich glaube Hindi. Und hier lassen wir sie einfach automatisch generieren und veröffentlichen und das war's. So, wenn ihr das Video seht, ist das hier entsprechend schon alles live und ihr könnt dann einfach im Video die Untertitel einfach auswählen. Jetzt musste ich leider noch einen kurzen Cut machen. Die Katze hatte Hunger. Und zwar, wir wollen das jetzt natürlich überprüfen, ob das überhaupt funktioniert hat. Dafür öffnen wir den Link. Und wie ihr sehen könnt, die Untertitel sind sofort da. Das kann man deaktivieren, zeige ich auch gleich noch. Geht dann hier entsprechend auf das Zahnrad, Untertitel. Und dann seht ihr hier Englisch und Hindi. Und wählen wir das einfach mal aus. Drücken auf Play. Also, da seht ihr bestimmte Sachen übersetzt er, bestimmte halt nicht. Falls ihr, und das ist jetzt einer der Phänomene, wenn man die Untertitel händisch hinzufügt, aber gleichzeitig immer Untertitel habt, obwohl ihr das nie wollt, dann müsst ihr hier auf euer Symbol hier oben gehen, Einstellungen, Wiedergabe und Leistung und müsst hier den Punkt Untertitel immer anzeigen, deaktivieren. Und dann werden Untertitel nur angezeigt, wenn ihr es auch wirklich wollt. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn es euch soweit gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, dann haut sie einfach in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.